Urlaub in den Niederlanden. Das ist für viele Deutsche absolute Sehnsucht. Und zwar nicht nur wegen des Meeres und der dicken Pommes. Mir selbst geht's da nicht anders. Ich bin Tobias Reckmann und berichte für die ARD über unser Nachbarland. Ich bin in Volendam, einer Kleinstadt nördlich von Amsterdam. Eine echte Touristenhochburg. Wenn man hier so durchgeht, dann ist es wirklich Holland wie aus dem Bilderbuch. Die Menschen sind mega lässig, entspannt, offen, gastfreundlich und Touris aus der ganzen Welt sind hier willkommen. Und trotzdem haben mehr als 45% der Menschen hier im Ort extrem rechts gewählt. Wie passt das alles zusammen? Ich will hinter die Urlaubskulisse gucken und rausfinden, wie ticken unsere Nachbarn eigentlich. Das hier ist echt eine große Nummer in Volendam. Es gibt mehrere solcher Fotoläden, wo man Fotos von sich machen lassen kann. In dieser historischen Tracht. Und warum das hier so eine große Sache ist, warum die alle drauf abfahren, das gucken wir uns mal an. I'm Tobias. Ich bin Tobias. Nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Cornelis Urgroßvater hat die Fotos von Touristen in Trachten erfunden. Vor über 100 Jahren. Der Laden ist also eine echte Institution. Im ersten Stock ist das Fotostudio und mindestens genauso wichtig, na klar, die Trachten. In allen Größen und Formen, damit jeder Touri das Passende findet. Das ist echt irgendwie eine Sensation, dieses Business. Wie läuft es sich in den Schuhen? Total schwierig. Es ist echt schwer. Cornelis ist schon voll in Action. Alle 10 bis 15 Minuten kommt eine neue Gruppe. Und die Touristen bekommen neben den Trachten auch noch einen Laib Käse oder einen Coke Geneva in die Hand gedrückt. Also alles, was irgendwie hilft, ein nostalgisches Holland-Gefühl zu pushen. Da kommt ihr. 1, 2. Noch ein paar Keer. Jetzt mal ein bisschen verrückt. Arme und Beine in die Luft, wenn das geht. Kommt er 1, 2. En noch ein keertje. Okay, that's it. Thank you very much. Wie fühlt sich das an? Seine Eltern haben das früher auch getragen. Das ist doch gut. Ja, ganz früher. Vor 70 Jahren oder so. Ja, genau. Das ist wirklich eine Zeitreise. Das ist das schöne, traditionelle Holland. Von solchen Fotostudios gibt es mittlerweile 7 Stück in Volendam. Und alle sind gut gebucht. Der Ankleideraum bei Cornelis ist mittlerweile eine Art Heldengalerie geworden. An den Wänden Fotos von Prominenten, die schon mal hier gewesen sind. André Rieu, wie ist er so? Sehr zuvorkommend. Er war hier mit seinem kompletten Orchester. Mit dem ganzen Orchester und die haben hier reingepasst? Ja, sie haben für uns ein Privatkonzert gegeben. Die meisten Kunden sind Niederländer. Für sie haben die Trachten eine ganz andere Bedeutung. Und was bedeuten sie? Tradition, Nostalgie. Warum ist das so wichtig für die Leute? Wenn du nach Volendam kommst, dann ist das hier typisch Niederlande. Die Leute sagen, das hier ist Urholland, also das wahre Holland. Die Boote, der Hafen, die kleinen Häuser, das ist ihr Idealbild von Holland. Aber auch Cornelis ist bewusst, dass die Vergangenheit hier verklärt wird. In seinem Studio hat er ein historisches Foto aufgehängt. Das kommt der damaligen Zeit deutlich näher als alles, was er heute inszeniert. Das ist ein Foto von 4 Jungs von hier. Du kannst sehen, wie arm sie sind. Der Schlamm auf dem Boden. Sie hatten noch nicht mal Straßenbelag. Das war vor etwa 100 Jahren. Also Holland hat sich sehr schnell von einem bettelarmen zu einem sehr reichen Land entwickelt. Und auf dem Foto kannst du sehen, sie lächeln nicht. Vielleicht gab es einfach nichts zum Lachen. Die Touristen interessieren sich dafür eher nicht. Ihnen reicht das Souvenir. Ein Foto von sich in einer Welt von früher. Hier in Volendam kann man in die alte Zeit eintauchen, auch weil sich hier vieles nicht so sehr verändert hat wie nur wenige Kilometer weiter. Knapp 40% der Niederländer leben in Großstädten.
so wie Parisa und ihre Familie. Eigentlich fühlen sie sich gut integriert nach all den Jahren. Aber da ist auch immer wieder das Gefühl, doch nicht so ganz dazuzugehören. Parisa und ihre Freundinnen haben durchaus auch Ausgrenzung erlebt. Es gab eine Zeit, in der ich Kopftuch getragen habe. Damals habe ich damit ein wenig experimentiert. Ich war dann aber gezwungen, mein Kopftuch abzulegen. Denn in der Berufsschule war es nicht erlaubt. Ich habe auch Freundinnen, die schon mal erzählt haben, dass sie bei einem Bewerbungsgespräch wegen ihres Kopftuchs nicht genommen wurden. Oder eben auch wegen ihrer Herkunft. Ich kann spüren, wie schwer es ihr fällt, vor der Kamera über solche Diskriminierungserfahrungen zu sprechen. Sie will lieber auf die Erfolge schauen. Vielleicht ja auch aus Selbstschutz. Das kann ich gut nachvollziehen. In diesem Haus wohne ich seit 20 Jahren. Wie ist das, in so einem Hochhaus aufzuwachsen? Es war manchmal schade, dass wir keinen Garten hatten. Wir hätten gerne gegrillt, aber auf dem Balkon durften wir das nicht. Ich bin bei Parisas Familie eingeladen. Ich bin Tobias. Ich bin Tobias, hallo. Hi. Nice to meet you. Schwester Elnas und Mutter Lina erwarten uns schon. Oh, wow. Willkommen in unserem Haus. Wow, das ist ja wie ein Palast. Like a palace. Danke. Parisa hat einen Vollzeitjob. Ihre kleine Schwester Elnas ist eine sehr gute Schülerin. Sie sind angekommen, wollen ihre Kultur aber nicht verleugnen. Natürlich gibt es Leute, die meinen, Einwanderer sollten sich komplett anpassen. Aber sogar König Willem Alexander hat unterstrichen, dass wir ein Recht auf unsere eigene Meinung haben. Er sagte, wir können einfach bleiben, wer wir sind. Die niederländische Kultur ist natürlich auch sehr schön. Die niederländische Sprache zum Beispiel ist wunderbar. Aber es ist immer schön, wenn auch die Niederländer etwas von uns lernen können, damit auch wir sie willkommen heißen können. Als Dank. Wir respektieren natürlich alle Kulturen und alle Glaubensrichtungen. Und wenn sich alle an die Regeln halten, dann sind alle zufrieden und alle sind glücklich. Und das ist der schönste Teil der Wohnung. Oh wow, toller Ausblick. Ich habe gerade ein Apartment da hinten gekauft, mit meinem Bruder. Ah, okay. In 3 Wochen bekomme ich die Schlüssel. Ja, ich möchte einfach in meiner Heimat bleiben. Es fühlt sich sicher und gut an. Hier kenne ich die Leute. 10 Jahre lang haben Parisa und ihr Bruder hart gearbeitet und eisern gespart. Alles für eine kleine Wohnung zu zweit in Südost. Ich bin wieder in Volendam. Und auch hier müssen sich die Leute ganz schön strecken für die eigenen 4 Wände. Ich bin verabredet mit einem jungen Mann, für den das ein großes Problem ist. Eines, das viele junge Menschen betrifft. Denn Wohnungen gibt es im ganzen Land viel zu wenig. Hi Jack, schön dich kennenzulernen. Das ist Jack Dane. Er ist 27 und er arbeitet Vollzeit als Teamleiter in einem Supermarkt. Ein abgeschlossenes Studium, ein guter Job und trotzdem wohnt Jack noch zu Hause bei seinen Eltern, weil er einfach keine eigene Wohnung findet. Heute Morgen frühstückt er mit seiner Mutter. Voor Jack vind ik het vervelend. Ich finde es ärgerlich für Jack, weil er alleine leben möchte. Für mich selbst ist es zwar schön, dass er bei uns zu Hause ist. Ich genieße es. Aber ich verstehe auch, dass er in seinem Alter raus will, auf eigenen Füßen stehen. 400.000 Niederländern geht es ähnlich. Sie alle finden keine eigene Wohnung. Hier schlafen meine Eltern. Die Konsequenz? Leute, die noch bis Mitte 20 zu Hause wohnen,
sind hier nicht die Ausnahme, sondern total normal. Jack zeigt mir sein Kinderzimmer, in dem er noch immer wohnt. Okay. 2. Stock, ein Bett, ein Tisch, ein Schrank. Thank you. Das ist ein Super Nintendo, oder? Ja, genau. Das waren die 90er und 80er. Ja, ich bin nicht sonderlich wohlhabend aufgewachsen. Also hatten wir immer die alten Konsolen. Ich bin mit 80er und 90er Hardware aufgewachsen. Wenn du jemanden datest, würdest du mit dieser Person hierher kommen? Ich bin tatsächlich seit einem Jahr in einer Beziehung. Und wir gehen immer zu ihr. Meine Freundin ins Haus meiner Eltern mitzunehmen, fühlt sich falsch an. Damit eine Beziehung funktioniert, braucht man seine eigene Privatsphäre. Jack will mir zeigen, wie schwierig es ist, eine Wohnung zu finden. Auf dem freien Markt seien die Wohnungen unbezahlbar. Er sucht deshalb eine Sozialwohnung. In der gesamten Region gibt es aktuell nur 4 davon, die gerade frei sind. Und die Wartelisten sind enorm. Hier siehst du alle Sozialwohnungen, die verfügbar sind. Und ich bin auf Platz 500. Auf Position 515. Auf diese Anzeige haben 515 Leute reagiert, die vor mir rangieren. Also deine Chance liegt bei 0. 0, na klar. Und hier bist du auf Position 1068. Das ist absurd. Also, gestern habe ich mal wieder da drauf geguckt. Da habe ich eine Panikattacke bekommen. Ich fühle mich völlig am Ende, wie ein Versager. Ich bin 27, da sollte man seine eigene Wohnung haben. Rechte Politiker sagen, wenn es weniger Migranten gäbe, dann gäbe es mehr freie Wohnungen. Siehst du das auch so? Nein. So funktioniert das nicht. Es gibt viele Probleme, die wir ohne Migranten gar nicht lösen können. Die machen die Jobs, die wir nicht machen wollen. In den Niederlanden ist das seit 100 Jahren so. Und man kann es jetzt nicht einfach stoppen. Wenn man das tut, bricht die Wirtschaft zusammen. Tatsächlich hat die Zahl der Einwohner in den Niederlanden über die Jahrzehnte konstant zugenommen. 1950 waren es 10 Millionen Niederländer. Heute sind es fast doppelt so viele. Auch weil die Wirtschaft Arbeitsmigranten braucht. Es muss also dringend mehr gebaut werden. Für alle. Ja, Wohnungsnot ist ein riesiges Thema in den Niederlanden. Ich habe aber während meiner Recherche auch noch einige andere spannende Geschichten gelernt. Und unter anderem zum Beispiel die von dem Milchbauern Henry Willig, der sehr früh gemerkt hat, er muss sein Business eigentlich radikal ändern, wenn er noch eine Zukunft haben will. Und er hat seinen Hof in eine Touristenattraktion verwandelt. Also man kann diesen Hof besichtigen und man kann zum Beispiel live dabei sein, wenn dann der automatische Melkroboter die Kühe melkt oder wie dort Käse hergestellt wird. Also alles sehr spannende Einsichten. Wenn ihr den zweiten Teil der Dokumentation sehen wollt, dann könnt ihr hier auf den Link klicken und alles in der ARD Mediathek weiterschauen.